Hallo und willkommen zu meinem Video zur Bordcomputer-Freischaltung für den Insignia A Facelift. Mein Auto ist von 2014, August, hat jetzt 53.000 Kilometer, hat den 2 Liter Diesel mit 163 PS, ja, der gute Euro 5. Ja, ich will euch kurz zeigen, bevor ich morgen meinen Bordcomputer umschalten lasse, wie er aktuell aussieht, und im Anschluss an dieses Video schneide ich dann das von morgen, nachdem es umgestellt wurde, direkt hier rein. Dann könnt ihr die Unterschiede sehen. Ich werde mich wahrscheinlich für das Buick Design entscheiden, da mir dieses Blau gefällt. Ich habe gesehen, in den Foren haben viele Leute gefragt, eben nach diesem Buick Design. Dann kann ich das im Anschluss an dieses Video euch mal zeigen. So, jetzt gehen wir mal kurz etwas nach vorne. Genau, die Standardansicht. Ich habe immer Sport eingestellt. Das kann man natürlich wie immer auf Tour umstellen. Es ist das 8 Zoll Display. Ich habe jetzt nicht alle Funktionen, wo man haben kann. Zum Beispiel Verkehrsschilderkennung fehlt mir. Würde ich gerne nachrüsten, geht leider nicht. Aber grundsätzlich, wie man jetzt sieht, die Geschwindigkeit. Trip A, seitdem ich das Auto fahre. Trip B, seit dem letzten Tanken. Genau, Reichweite, Momentanverbrauch, wenn der Motor läuft. So, verbleibende Lebensdauer vom Öl, nur 54%. Ich war im September das letzte Mal bei der Inspektion. Genau, und die 50% wären dann noch bis zu den 30.000 Kilometer locker reichen. Ja, bei mir ist eher das Jahr voll, also im September wieder. Genau, Reifendruck wird mir angezeigt. Dann Hauptverbraucher, ich fahre ein Ecoflex, deswegen habe ich das Eco-Menü. Hier wird dann angezeigt, wenn geht leider nicht, wenn der Motor aus ist, wenn die Heckscheibenheizung läuft, wenn die Klimaanlage läuft, wenn die Sitzheizung läuft, zeigt ein bisschen an, was der verbraucht. Genau, hier die Verbrauchshistorie auf die letzten 50 Kilometer. Wenn man unten die Punkte zusammenzählt, das sollen 5 Kilometer pro Strich darstellen, sind es eigentlich nur 45. Ja, ist so. Genau, mir fehlt dieses Eco-Bällchen, das anzeigt, ob man gerade im guten Bereich fährt oder zu viel verbraucht. Das hoffe ich mit der Freischaltung morgen zu erhalten. Genauso sieht man links und rechts, dass gewisse Anzeigen fehlen. Links kann man ja die Motoröltemperatur anzeigen lassen. Ich werde es mir reinmachen lassen, auch wenn der Diesel das gar nicht anzeigen kann. Weil wenn ich rechts die Batteriespannung habe, das sieht dann, glaube ich, komisch aus, wenn links nichts ist. Genau, ansonsten hier soll das Leistungsmenü noch dazwischen kommen. Und unter Einstellungen metrisch, Sportmodus, 8 von 8 Seiten habe ich aktuell. Die sind wir gerade durchgegangen. Ich hoffe, das erweitert sich morgen auch mit den OPC-Anzeigen, beziehungsweise Buick GS ist das ja dann, dass ich hier ein bisschen mehr sehen kann. Geschwindigkeitswarnung kann man aktivieren. Reifenbelastung habe ich auf Eco eingestellt. Kann man auch noch umstellen. Genau, Compliance-Informationen interessieren kann. Genau, jetzt zeige ich es nochmal kurz im Tourmodus alles. Dann hat man halt keinen runden Tacho, sondern oben die Geschwindigkeitsanzeige und unten ein bisschen größer die Informationen dargestellt. Genau, hier sieht man dann beim Eco das Eco daneben. B, Reichweite, Öl, Reifendruck, Eco Hauptverbraucher, Eco Verbrauchshistorie. Genau. Wie gesagt, morgen lasse ich es mir freischalten. Und gleich im Anschluss seht ihr dann das Video mit dem neuen Buick GS Hintergrund. Bis dann. So, willkommen zurück. Wir haben nun den nächsten Tag. Ich habe soeben den Bordcomputer freischalten lassen. Es ist wie geplant das Buick GS-Thema geworden. Und ich werde euch jetzt zeigen, was ich alles geändert habe. Aktuell stehe ich noch draußen. Denn ihr kennt es ja, wenn man aufsperrt, die Tür aufmacht, einsteigt, die Tür zumacht, dass vom linken großen Tacho-Display das Opel-Logo erscheint und ein Schweif nach rechts aufs IntelliLink-Display geht. Das haben wir
umgestellt, beziehungsweise es wurde umgestellt. Als erstes hat sich so rausgestellt, dass es geblieben ist, wie es war. Opel links, geht rechts auf Opel. Das war es nicht mehr. Es ist vom Buick GS umgekehrt von Opel auf Buick GS gewandert. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich schließe auf, steige ein. Und mache die Tür zu. Und ihr seht jetzt links Buick Regal GS und rechts Opel IntelliLink. Ich wusste nicht oder ich habe nicht gedacht, dass es sich wirklich ändert, aber anscheinend ist die linke Animation wirklich im Tacho gespeichert und jetzt auf Buick bezogen. Mich stört es nicht. Es ist was ganz Neues mal zur Abwechslung. Ja, muss ich mitleben. Will ich mitleben. Es ist letztlich immer noch ein Opel, auch wenn Schirm dahinter steckt und aus diesem Auto auch ein Buick GS wird, also ein Buick Regal GS. So, jetzt werde ich mal die Zündung anmachen und ihr seht sofort, der Tacho ist anders. Genau, was seht ihr? Es ist nicht mehr das Opel Weiß, Grau, Rot, was da nicht alles drin war. Es ist in Blau, Grünlich, Türkis und links, rechts die Anzeigen sind da. Musik machen wir mal aus. Genau. Mein Handy hat sich verbunden. Brav. So, was sehen wir? Wir sehen das Sportdesign. Dem großen runden Tacho. Dieser Tacho geht jetzt bis 300. Unten in der Mitte sehen wir GS stehen für Buick GS. Rechts sehen wir die Batteriespannung, links sehen wir die Motoröltemperatur. Diese funktioniert bei meinem Diesel leider nicht. Das wusste ich, aber damit es links und rechts gleich aussieht, habe ich es trotzdem drin lassen. So, wenn wir jetzt durchgehen, wir sehen die Geschwindigkeit. Wir sehen Trip A. Wir sehen Trip B. Wir sehen die Reichweite und den momentanen Verbrauch. Verbleibende Lebensdauer des Öls. Reifendruck. Und jetzt kommt der erste neue Punkt. Der Durchschnittsverbrauch auf die letzten 80 Kilometer. Es ist jetzt so, links wird die beste angezeigt, was man generell hatte. Und rechts der Durchschnitt auf die letzten 100 Kilometer. In der Mitte der Balken, wenn man den Motor startet, der funktioniert wie dieses Eco-Bällchen. Wenn man mehr Gas gibt, wird der Balken größer, geht nach oben und wird statt grün dann gelblich. Ja, das zeige ich euch später noch. So, Kraftstoffverbrauch gesamt ist neu und unten Stoppuhr. Die kann man über das rechte Menü bedienen. Hauptverbraucher hatte ich schon, kommt vom Eco. Verbrauchshistorie hatte ich auch schon. Was man hier auch sieht, es ist jetzt nicht mehr, ich weiß schon gar nicht mehr die Farbe, auf jeden Fall ist es jetzt auch türkis, diese Linien. Genauso hier der Text ist dann auch türkis. So, und als letztes noch der Eco-Index. Ich habe ein Ecoflex, aber es hat gefehlt. Und das ist jetzt auch freigeschaltet. Und es funktioniert natürlich auch. Genau, dann gehen wir mal nach links. Hier ist jetzt das Leistungsmenü, in dem Fall mit nicht OPC, GS Logo. Beim OPC-Design natürlich mit OPC-Logo. Hier habe ich jetzt die GeForce-Anzeige und die Batteriespannung. Es würde noch Motoröltemperatur geben, habe ich ausgestellt. Die funktioniert nicht. Und Motoröldruck geht leider auch nicht. Deswegen habe ich es hier nicht angezeigt. So, Audio, Telefon ist alles gleich. Navigation können wir kurz anschauen. Hier wird die Karte dargestellt. Aber wenn es Navigation an ist, dann auch nur die Pfeile. Genau, dann die Einstellungen. Hier haben wir weiterhin metrisch, Sportmodus und jetzt haben wir mehrere Seiten. Davor waren es nur 8 von 8 Seiten, jetzt habe ich 11 von 12 und 2 von 4 Seiten. Wenn wir das durchgehen, erstmal Fahrzeuginfo, Geschwindigkeit, was wir alles schon kennen.
Dieses Verbrauchsmenü ist neu, Verbrauch und Timer. Hauptverbrauch hatte ich, Verbrauchshistorie hatte ich, Eco-Index hatte ich noch nicht. Genau, es würde noch Wartung geben, das habe ich nicht aktiviert, weil da steht 0 Kilometer drin, wann die nächste Wartung ist. Und das lese ich ja an der Motoröl-Lebensdauer ab. So, Leistungsmenü ist wie schon gesagt die GeForce-Anzeige, die Batteriespannung und diese beiden Punkte Öltemperatur, Öldruck, wo bei mir leider nicht funktionieren. Deswegen habe ich die ausgeblendet. So, Geschwindigkeitswarnung, Reifenbelastung und Compliance-Information. Das hat sich nicht geändert. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch im Tourmodus an. Genau, am Tourmodus ist das Schöne. Unten, wo es Trip A und so weiter steht, da sieht man diesen Kreis drumherum. Dieser ist nun animiert, wenn man durchschaltet. Ich finde das echt schön. Und da ich eigentlich nur Sportmodus nutze, werde ich vielleicht jetzt öfters auch den Tourmodus nutzen. Genau, gehen wir es nochmal durch. Trip A, Trip B, Reichweite, Momentanverbrauch, verbleibende Lebensdauer des Öls, Reifendruck, Verbrauch auf den letzten 80 Kilometern, Gesamtverbrauch, Hauptverbraucher, Verbrauchshistorie und das Eco-Bällchen. Ja, ich nenne es Eco-Bällchen, das ist der Eco-Index, aber es ist einfach ein Bällchen. Genau, jetzt werde ich einmal den Motor noch starten, dann sieht man, dass sich diese ganzen Sachen nicht nur starr verhalten, sondern wirklich bewegen. Genau, links und rechts die OPC-Anzeige, dieser Ausschlag, der generell schon da war, ist jetzt immer noch da. Man sieht nun, dass das Eco-Bällchen sich bewegt, wenn ich nun Gas gebe. Geht das Eco-Bällchen entsprechend mit. So, Trip A, Trip B. Hier Momentanverbrauch natürlich auch wie immer. Öldauer hat sich nicht geändert, das ändert sich jetzt auch nicht. Genau, wie ich hier am Anfang gesagt habe, dieser Balken sollte sich auch mitbewegen. Vielleicht nur, wenn man fährt. Ich fahre mal ein Stückchen. Okay. Er bewegt sich gerade nicht, vorhin hat er sich bewegt. Oh, mein Start-Stopp geht gerade an. So. Genau, die Hauptverbraucher kann ich jetzt auch mal zeigen, dass man das sieht. Sie müssten nur noch angehen. Genau, hier, Sitzheizung ist gerade hinzugekommen. Wenn ich jetzt die Lüftung einschalte, geht der Motor wieder an, Heckscheibenheizung ist jetzt an, der Lüfter geht an. Und zusammen würde das jetzt 0,63 Liter die Stunde verbrauchen. So, machen wir die Lüftung mal wieder aus. Genau. Dann kann ich euch kurz die GeForce-Anzeige zeigen. Dafür fahre ich ein Stückchen. Ich bin auf einer Baustelle, Baustellenstraße. Hier ist kein Verkehr, keine Menschen unterwegs. Deswegen kann ich das kurz zeigen. Ich fahre eh nur ganz langsam. Genau, hier bewegt sich das Bällchen schon, wenn ich jetzt bremse, geht es nach vorne. Natürlich auch in Kurven, ich habe es gerade schon auf der Fahrt hierher gemerkt. Links, rechts, wenn man bremst, das Bällchen geht genau dahin, wo man es sehen will. Genau, Batteriespannung. Der Motor ist gerade wieder ausgegangen durch mein Start-Stopp-System. Geht runter. Wenn der Motor jetzt wieder startet, sollte er wieder auf 14 Volt gehen. Genau, das tut es jetzt auch. Genau, mehr Anzeigen habe ich hier nicht. So. Gut. Ich hoffe, ich konnte den Unentschlossenen das Buick GS-Thema nun vorstellen. Was man nochmal schauen kann. Oder ich euch noch zeigen will, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Ich stelle jetzt nochmal kurz auf den Sportmodus. Genau, ihr seht jetzt links und rechts die Analoginstrumente haben rote Zeiger. Hier im Buick GS-Thema sind es nun weiße Zeiger. Mich stört das nicht. Ich finde es stimmig, es passt alles. Deswegen werde ich es so lassen.
ist super. Allein die ganzen neuen Anzeigen, das hat sich gelohnt. Und da bin ich froh, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, den Bordcomputer im Insignia Facelift freizuschalten. Genau, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch helfen, eine Entscheidung zu treffen, ob ihr jetzt das OPC-Design, das normale Design, das Puig-Design nehmen wollt. Genau. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.